Hi, die zweite Ausbaustufe meiner Absauganlage funktioniert schon einige Monate wirklich gut. Heute kümmere ich mich endlich um alles, das da dran hängt. Da ging mir nämlich so einiges auf den Keks. Die Antwort auf Klebebandgepfusche und unhandliche Verbindungen heißt OS-WAC. Nur wie setze ich Spezialadapter um, die es gar nicht zu kaufen gibt? Willkommen bei Toolsinnig. Wenn du OS-WAC oder Open Source Vacuum noch nicht kennst, bringe ich dir das im Lauf des Videos noch näher und gehe auch auf die erweiterte Variante OS-WAC Neo ein. Es gibt sehr viele Adapter für unterschiedliche Geräte, Schläuche und für gängige Durchmesser auch zu kaufen und das ist nicht mal teuer. Es gibt natürlich auch hunderte kostenlos downloadbare Modelle zum selber ausdrucken, aber eben auch nicht alles und ich habe so ein paar Geräte, zu denen ich eben nichts finden konnte. Ich musste aber erstmal wieder einiges Neues über 3D-Druck und Konstruktion lernen, weil ich meine Adapter selbst herstellen muss und will. Aber dazu später mehr. Das Kernstück wird ein Adapter von 32 mm Schlauch auf ein OS-WAC-Weibchen, der per Schleifring drehbar ist. Es werden also zwei in sich bewegliche Teile in einem Druckvorgang produziert. Spannend. Da PETG bereits im Drucker geladen war, habe ich damit erstmal losgelegt. Erste Probleme haben sich recht schnell gezeigt, weil das Material ein wenig aufquellen kann und zur Pickelbildung neigt. Die ersten beiden Drucke des Ausgangsstückes hat es förmlich vom Druckbett gerissen. Das ließ sich mit Feineinstellungen des Z-Hops und erhöhter Druckbetthaftung mit Brims aber unter Kontrolle bringen und das Funktionsteil ließ sich beim dritten Versuch sauber zu Ende drucken. Es gab unterschiedliche Berichte von Leuten, die dieses Modell gedruckt haben. Einige hatten keine Probleme mit der Drehbarkeit bei PETG, andere schon. Mal sehen, zu welcher Gruppe ich gehöre. Ach komm, werd halt locker. Okay. Na, jetzt wird's bestimmt locker. Tja, es hätte auf mich hören sollen. Was flüssig ist, kann nicht fest sein. Keine Sorge, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe es aufgesägt. Wenn das schon nicht funktioniert, will ich wenigstens live sehen, wie das konstruiert ist. Dass man sowas zu Hause herstellen kann, ist schon der Knaller. Aber ich brauche das Teil ja funktionierend, nicht obduziert. Ich dachte, PETG wäre deshalb gut, weil es, wenn die Adapter mal auf was Hartes knallen, die Gefahr des Splitterns geringer ist. Und das stimmt grundsätzlich auch. Aber wenn es nicht funktioniert, hilft mir das auch nichts und ich bin auf PLA umgestiegen, das diese Quelleigenschaften nicht oder wesentlich schwächer ausgeprägt hat. Das hat sofort geklappt und in meiner Neugier, wie das mit der Drehbarkeit ist, habe ich direkt ohne Kamera mal versucht, das zu lösen. Das hat auch ohne weitere Probleme geklappt und war so befriedigend, dass ich noch einen gedruckt habe, nur um das zu zeigen. Hier habe ich eine kleine Überraschung für dich. Ich brauche das Teil ja nur einmal und möchte dir den zweiten Ausdruck schenken, wenn du selbst nicht über einen 3D-Drucker verfügst und in die Adaptionswelt von OS-WAC eintauchen möchtest. Wie es deiner werden kann, erfährst du im weiteren Verlauf des Videos, also wach bleiben. Bevor ich jetzt aber vor lauter Begeisterung den Rüssel von meinem Saugschlauch abschneide, geht's an meine Problemkinder der Adaption. Mein Bosch PEX 220A Schleifer hat diesen elliptischen Auslass, für den ich mir schon länger mal einen Adapter gedruckt habe. Da wusste ich aber praktisch noch gar nichts über Passungstoleranzen und der Schlauch mit dem Rüssel hat dem Ganzen so einen miesen Schwerpunkt verpasst, dass es einfach total unbequem handzuhaben war. Den neuen Adapter habe ich mit ein wenig Gefummel direkt im Slicer aus zwei unterschiedlichen zusammenbasteln können. Dass für sowas nicht unbedingt ein CAD-Programm notwendig ist, weiß ich auch noch gar nicht so lange. Trotz der nur zusammengefrankensteinten Geschichte ist das Ergebnis top. Mein Elektrohobel hat auch keinen runden Absauganschluss, sondern so eine Torform. Die war nicht gut auszumessen und hat 2 Versuche gebraucht, um eine gute Passform herauszufinden. Für diese Formtests habe ich einfach nur ein paar Millimeter in die Höhe gedruckt, um nicht unnötig Material zu verschwenden. Warum Passungsversionen nicht unbedingt als Plastikmüll oder Ausschuss enden müssen, erzähle ich dir später noch. Der größte Lerneffekt bei diesem Adapter war aber der Übergang von der Torform zu einer Rundung hinzubekommen. Ich setze mein CAD leider so selten ein, dass ich bei manchen Dingen quasi immer wieder von vorne anfangen muss. Aber so ist das nun mal, wenn man sich mit was Neuem beschäftigt. Und am Ende hat auch die Verbindung mit dem OC-WAC-Männchen geklappt. Eine kleine Lücke ist dabei allerdings entstanden, macht mich aber nicht verrückt. Die schließe ich, wenn es überhaupt nötig ist, mit einem Tropfen Heißkleber oder Sekundenkleber.
Der Hobel, den ich ziemlich selten nutze, ist jetzt aber auch sauber mit der OSWAC-Drehkupplung zu verbinden, was bisher wirklich nur mit Klebebandgefummel halbwegs möglich war. Bevor es an die buchstäblich größte Nervensäge geht, was Absaugung betrifft, kommt noch ein Standardadapter aufs Druckbett. Der passt dann auf den Anschluss der Tischkreissäge, des Staubsaugerrohres und einer Düse aus dem Saugerzubehör sowie an die Kappsäge. Meine Einhell-Handkreissäge hat mich mit Abstand am meisten genervt, wenn ich mit Absaugung gearbeitet habe. Der Saugrüssel hat zwar beinahe reingepasst, aber nur in einer ganz bestimmten Ausrichtung und bei etwas Vibration hat sich der auch regelmäßig verabschiedet. Das geht auf Dauer gar nicht. Da der Anschluss für mich schwer auszumessen war, habe ich hier das Maß des Saugrüssels als Ausgangsmaß genommen und auch hier einfach mal ein Stückchen Rohr gedruckt. Der erste Versuch war ein bisschen zu dick, der zweite hat sehr gut gepasst. Ich wollte den Schlauch in eine bestimmte Richtung leiten, wofür der dritte Versuch mit einer Abwickelung gedruckt wurde. Die hat für mich soweit so gut ausgesehen, um einen längeren Test in der Praxis zu bekommen. Ich kann die Schlauchführung ja jederzeit nochmal ändern. Diese 3 Testdrucke werde ich nicht in die Filament-Recycling-Kiste werfen, sondern für weitere Adapter auch in der Zukunft aufheben. Ich habe also statt Ausschuss durch Annäherungsversuche wiederverwendbare Passungsmuster hergestellt. Für den finalen Druck des Einhell-Adapters musste ich wieder nur noch die OSWAC-Männchenkupplung anflanschen und go! Nun Sie selbst, sieht diese Handsäge mit dem Adapter nicht gleich doppelt so professionell aus wie vorher? Also ich finde schon. Wenn du auch so eine Nervensäge hast und mal unverbindlich die OSWAC-Adaption ausprobieren willst, schreib mir in die Kommentare, welches deiner Werkzeuge am meisten profitieren würde. Unter diesen Beiträgen wird dann per Zufallsgenerator ausgewählt, wohin sich der Ausgangsadapter auf den Weg macht. Das OSWAC-System ist generell auf 32 mm Schläuche ausgelegt. Es gibt aber auch Konstruktionsdateien mit dem Namen OSWAC Neo, bei denen Durchmesser angepasst werden können. Bosch zum Beispiel kocht ja, ich glaube, mit 35 mm sein eigenes Süppchen. Wer da bestehende Schläuche nicht tauschen will, kann das mit Neo anpassen und das clevere Kupplungssystem trotzdem nutzen. Das war für mich der vorletzte Schritt im Ausbau und der Optimierung meiner Absaugungsanlage in dieser Werkstatt. Mit einem Abo verpasst du den letzten Schritt auch nicht und über eine Playlist auf meinem Kanal kannst du den ganzen Prozess bis zur Vollautomatisierung meines Feinstaubfilters miterleben. Und wenn du dir denkst, das ist ein teures Projekt, bisher habe ich ungefähr 300 € in die gesamte Anlage gesteckt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.